Herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil zum Thema Mitochondrien. Dr. Dirk Wichert, Facharzt für Allgemeinmedizin, tätig in Bremen in privatärztlicher Praxis. Beim letzten Mal sind wir geendet mit der Pyramide, welche Aufgaben die Mitochondrien erfüllen und wo sie damit sozusagen wirklich ihre Basis haben. Und wir wissen, dass dafür im Wesentlichen notwendig ist das ATP. Und an dieser Stelle, nämlich dem Brennstoff der Zelle, ohne ATP geht gar nichts, steigen wir heute auch wieder ein. 90% der Energie, ATP-Bildung, sollte die Zelle in gesundem Zustand mit Sauerstoff produzieren, also unter Ausnutzung der oxidativen Phosphorylierung der sogenannten Atmungskette. Die übrigen 10% stehen durchaus der sogenannten Glykolyse zur Verfügung, von der wir ja in unserem ersten Teil gehört haben, dass es eine aerobe und eine anaerobe Glykolyse gibt, wobei wir ja alle wissen, dass eine Vergärung, eine Glykolyse immer ohne Sauerstoff stattfindet, aber durchaus in Anwesenheit von Sauerstoff. Und wenn also am Ende der Glykolyse das Pyruvat den Einstieg in den Citratzyklus und darüber letztendlich über die Succinat-Dehydrogenase in die Komplexe der Atmungskette findet, dann ist es die aerobe Glykolyse, und wenn am Ende dabei Milchsäure herauskommt, dann ist es die anaerobe Glykolyse. Und dazu heute ein kleiner Schritt mehr. Die Lactat-Dehydrogenase, LADH, hat ja 5 Isoenzyme, LDR 1, 2, 3, 4, 5. Und wir wissen ja, wenn wir ein Tumorgeschehen haben oder wenn wir uns stark anaerob verausgaben, dann steigen in der Regel die Isoenzyme LDH4 und 5 an. Würde man leitliniengerecht diese Isoenzyme interpretieren, dann wäre das LDH4 für die Leber da und das LDH5 für die Muskulatur. Wenn wir ein bisschen weiter denken und uns vorstellen, dass Tumorzellen einen unter Umständen nahezu komplett anaeroben Energiestoffwechsel fahren, dann würde die Milchsäure ja am Ende abzubauen sein oder dort entstehen. Und da ist dann wieder die Aktivität der Lactat-Dehydrogenase ein Fingerzeig für dieses anaerobe Energiegewinnungsszenario. Und diese Milchsäure muss natürlich irgendwo hin. Und zunächst schiebt die Zelle, also das Mitochondrium, diese Milchsäure aus der Zelle raus, weil diese Milchsäure vom pH-Wert her das pH-Optimum dieser Zelle ins Saure verändern würde. Und das kann man messen als eine sogenannte extrazelluläre Ansäuerung, auf die wir im Verlauf nochmal irgendwann zurückkommen. Aber Sie behalten bitte im Hinterkopf, um herauszufinden, inwieweit eine Zelle anaerob Energie gewinnt, schaut man sich die extrazelluläre Ansäuerung an. Kohlendioxid ist auch sauer. Und es muss im Grunde genommen über HCO3- zwischengepuffert werden, also ein Hydrogencarbonat, und wird dann am Ende als Kohlendioxid abgeatmet. Dieses ist aber offensichtlich etwas leichter abzuatmen und damit auch abzuarbeiten als die Milchsäure, die im Grunde genommen in die Leber im Wesentlichen transportiert werden muss. Ein ganz bisschen geht auch noch in der Niere, aber im Wesentlichen in die Leber transportiert werden muss, um dort abgebaut werden zu können. Heißt aber, um genau zu sein, dass die extrazelluläre Ansäuerung durchaus auch durch die reguläre Nutzung der mitochondrialen Atmungskette erfolgen kann, wissend,
dass das CO2 ein Produkt des Zitratzyklus ist. Mitochondrien produzieren ATP. Soweit sind wir uns einig. Mitochondrien verbrauchen aber auch ATP. Das heißt, alle Enzyme der Mitochondrien können links und rechts rum. Das heißt, wir haben hier keine Einbahnstraße. Und die Aufgabenstellung der Mitochondrien ist eben nicht nur die Energiegewinnung, sondern vieles mehr. Das wird sich im Verlauf des Vortrags immer wieder mal finden. Aber hier nur mal so zum Einstieg. Es werden ja DNA-Stränge vermehrt, also mitochondriale DNA. Es werden Fette aufgebaut, es werden Phospholipide aufgebaut, es werden Aminosäuren aufgebaut, umgebaut, um letztendlich den Funktionen der Mitochondrien selbst auch gerecht werden zu können. So, wenn ich mich also um die Frage bemühe, herauszufinden, wie gesund eine Zelle ist, dann wird ja oftmals angeboten, das intrazelluläre ATP zu messen. Diese Messung hat nur in einem einzigen Fall überhaupt eine sinnvolle Aussagekraft, nämlich dann, wenn es so gut wie nicht vorhanden ist. Alles andere zeigt uns überhaupt nicht, ob die Zelle es mit der mitochondrialen Atmungskette oder mit der Glykolyse oder unter Ausnutzung von Intermediärstoffwechselwegen, nämlich zum Beispiel aus einem ADP und einem AMP mach ein ATP oder aus zwei ADP mach ein ATP und ein AMP oder auch aus dem Guanosin-Triphosphat nehmen wir ein Phosphat oder aus dem Kreatinphosphat nehmen wir ein Phosphat, um ATP zu bilden. All diese Wege greifen in das Gesamt-ATP mit hinein und sagt uns etwas über die mitochondriale Funktion dieser Zelle gar nichts, nada, aus. Wenn wir uns die Zellen anschauen, dann gibt es für diese ATP-Gewinnung ja eben die von mir gerade aufgezählten Stoffwechselprozesse und dafür gibt es auch sogenannte Indizes. Und zwar haben wir den Crabtree, den Pasteur und den Warburg-Index zur Verfügung. Und der sogenannte Crabtree-Index, der greift dann, wenn zum Beispiel ein Überschuss an Zucker vorhanden ist und wo die Mitochondrien sozusagen aus einer Schutzfunktion heraus den Zucker gar nicht mehr für die mitochondriale Atmungskette nutzen, weil sie dann viel zu viel ATP hätten, also gar nicht mehr wüssten, wohin damit. Und ATP soll ja bei einer Halbwertszeit von 5 Sekunden immer nur so viel gebildet werden, wie die Zelle gerade braucht. Dafür ist ja sozusagen dieses Mitochondrion der Garant. Und dann schaltet hochintelligent dieses Mitochondrium um auf die Glykolyse. Mit den Nebenwirkungen, dass wir natürlich am Ende sehr viel Milchsäure haben können. Aber eben den ATP-Output dem Bedarf in Ruhe, ich bewege mich gar nicht, anpassen können. Und das heißt, wann immer ich, an diesem Beispiel ziemlich gut darstellbar, das Ausgangsprodukt verändere, aus dem die Mitochondrien die Energie gewinnen sollen, kann ich auch Einfluss nehmen darauf, wie die Mitochondrien ticken oder wie sie funktionieren, wie sie arbeiten und wie sie regulieren müssen. Bedeutet also, wenn ich die Glykolyse in dieser Form betreibe, kann es auch dazu führen, dass das Pyruvat gar nicht mehr in die Atmungskette eingeschleust wird. Der sogenannte Warburg-Index, der ja bekannt ist aus dem Stoffwechsel der Tumorzellen, beruht im Wesentlichen darauf, dass das pH-Optimum innerhalb der Tumorzellen verändert ist, auch durch das vermehrte Anfallen von Milchsäure, die nur langsam abgebaut werden kann und wo auch das Zellumfeld der Mitochondrien im Rahmen dieser
Gegenreaktion über Carboanhydrasen vermehrt angesäuert wird und damit auch immunologische Probleme erzeugt, indem eben zum Teil eine Starre für Immunzellen, die eigentlich diesen Tumor angreifen sollen, durch den pH-Wert erzeugt wird. Beruht also zunächst erstmal darauf, dass wahrscheinlich durch Veränderung der Funktionalität der Atmungsketten der oxidativen Phosphorylierung, zum Beispiel durch die pH-Wertveränderung und die ständige Teilungsfreudigkeit der Tumorzelle, die ja grundsätzlich immer anaerob abläuft, hier die Bevorzugung des Zuckers für diese Zellteilung tatsächlich gegeben ist und dass sich daraus eben auch therapeutische Empfehlungen ableiten lassen können, den Zuckerkonsum in einer gewissen Form zu reduzieren. Wenn man jetzt noch mal kurz bei dem Warburg-Index und der Bevorzugung der Tumorzellen für Zucker einhakt, als ganz kleiner Exkurs an dieser Stelle, dann gibt es ja als therapeutische Maßnahme die Vitamin C Hochdosistherapie. Und das Vitamin C kommt über den Glucose-1-Transporter in die Zelle hinein, also in das Zytosol, da wo ja der Zucker über den Glucose-3-Transporter sonst auch hinkommt und Glucose 4 und 1. Und dort muss ja der Zucker zunächst mal in Pyruvat aufgespalten werden, um damit überhaupt erst in der Lage zu sein, die Mitochondrienmembran zu durchdringen und in die Matrix der Mitochondrien hineinzukommen. Und das Vitamin C wird, wenn es denn abgebaut wird, also in diesem Zytosol ist, zwangsläufig in Wasserstoffperoxid umgesetzt. Und dieses Wasserstoffperoxid, was ja, wenn der Zucker nicht zur Verfügung steht, weil man den Patienten sozusagen fasten lässt und ihm dann zeitgleich hohe Mengen an Vitamin C anbietet und wenn die Zelle dann auf dieses Vitamin C zugreift, dann entstehen eben ganz hohe Mengen an Wasserstoffperoxid in diesen Krebszellen. Und man geht davon aus, dass diese Zellen über eine so eingeschränkte antioxidative Kapazität, in diesem Fall auch Katalyseaktivität verfügen und im Zweifel auch Glutathion-Peroxidase-Aktivität verfügen oder so wenig Glutathion haben, deswegen sollte man dann auch nie Glutathion geben, dass sie mit diesem hohen oxidativen Stress nicht umgehen können und damit dann in die, wenn es gut läuft, Apoptose gezwungen werden und die wird wiederum mitochondrial eingeleitet. Und der Pasteur-Index zeigt uns an, dass die Mitochondrien sozusagen überhaupt nicht auf die Glykolyse zugreifen und damit die mitochondriale Atmungskette und energetische Energiegewinnung absolut bevorzugen und zum Teil so weit bevorzugen, dass eben die Glykolyse gar nicht mehr möglich ist. Das erkennt man dann zum Beispiel, wenn man die intrazelluläre ATP-Messung als mitochondriale und als nicht mitochondriale Atmung in Ruhe oder auch unter Anforderung miteinander vergleicht. Der Monozyt, der ja im Blut gemessen wird, die Makrophagen können wir ja nicht im Blut messen, die sind ja nun im Gewebe, sind, was die Energiegewinnung etwa 50-50 aufgestellt für die energetische Produktion und auch für die anaerobe glykolytische Produktion. Bei den PBMC, also den Lymphozyten, gehen wir davon aus, dass diese mehr mitochondrial, also energetisch unter Verbrauch von Sauerstoff ATP produzieren als anaerob. Dann befinden sie sich in einem sogenannten Ruhezustand und man kann davon ausgehen, dass sie zurzeit sich nicht um irgendeinen Erreger kümmern müssen. Die Lymphozyten
teilen sich ja in T- und B-Lymphozyten auf. Und die B-Lymphozyten sind für die Bildung der Antikörper da und auch die natürlichen Killerzellen gehören in diese Gruppe. Bei den T-Lymphozyten unterscheiden wir zwischen den CD4 und den CD8-Zellen. Und die Lymphozyten haben also die T-Lymphozyten haben die Aufgabe, sich im Wesentlichen um Viren und um entartete Zellen oder auch Tumorzellen zu kümmern. Wenn sie ihrer Aufgabe nachkommen, also relativ aktiv sind, dann messen wir auch in diesen Lymphozyten eine eher anaerobe Energiegewinnung. Wenn diese anaerobe Energiegewinnung aber über einen ungewöhnlich langen Zeitraum anhält, dann erschöpfen sich diese Zellen und sind nicht in der Lage, ihrer Aufgabe wirklich nachzukommen. Und das ist eine Situation, die man zum Beispiel bei Tumorerkrankungen sieht oder eben bei chronisch persistierenden Virusinfekten, wie zum Beispiel dem Epstein-Barr-Virus oder dem Zytomegalivirus oder den immer wiederkehrenden anderen Exazerbationen. Epstein-Barr-Virus gehört ja auch zu den Herpesviren. Und wenn wir uns jetzt die Bewertung dieser Antikörperbildung auf, sagen wir mal, Zytomegalivirus, Herpesvirus, Epstein-Barr-Virus anschauen, dann teilt sich ja die Gruppe der Mediziner eigentlich in zwei Teilgruppen. Die eine Gruppe sagt, wenn wenig Antikörper da sind, das ist völlig normal. Sie hatten einen Virusinfekt, den haben sie überwunden und das ist lange her. Und ihr Immunsystem hat Gedächtniszellen und wenn sie einen neuen Infekt haben, dann würden sie schon wieder aktiv werden, das ist alles gut. Die andere Gruppe sagt bei einem hohen Infekt, sie haben eine sehr gute Immunität, sie haben überhaupt kein Problem, schauen Sie mal, wie hoch Ihr Titer ist. Einen Infekt damit können Sie eigentlich gar nicht haben. Bei einer so hohen Antwort würden Sie sofort das Problem beendigen können. Wenn wir dazu uns die CD8-Zellen zum Beispiel anschauen, würden wir eine Antwort finden, wenn die nämlich glykolytisch unterwegs sind und vor allen Dingen in einer Verlaufskontrolle glykolytisch unterwegs bleiben würden, dann ist es scheinbar dem Körper nicht möglich, diesen Infekt zu überwinden. Und wenn wir den letzten Beweis auch noch haben wollen, dann können wir aus einer Vollblutanalyse mithilfe einer Polymerase-Kettenreaktion herausfinden, ob wir in den Zellen des Blutes, dazu gehören ja letztendlich auch möglicherweise infizierte Lymphozyten, nachweisen. Und wenn dann dieses Epstein-Barr-Virus, was ja eigentlich komplett vernichtet sein muss, sich dennoch in der Polymerase-Kettenreaktion findet, dann dürften diese beiden Lager von Ärzten wieder zu einer Gruppe vereint sein und müssten eigentlich gemeinsam sich dem Problem des Patienten zuwenden und eine individuelle Lösung finden, weil sie sich der Problematik wissenschaftlich genähert haben und nicht einfach nur eine Lösung aus dem Regal gezogen haben. Das ist so und es kann anders nicht sein, denn es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und das bedeutet, wenn Sie also sich um die Mitochondrien kümmern und feststellen, die funktionieren nicht optimal, sie haben also eine Dysfunktion, dann müssen Sie auch davon ausgehen, dass neben möglichen proinflammatorischen und prooxidativen Prozessen oder auch toxischen Prozessen wir auch einen Mehrbedarf an mitochondrialen Mikronährstoffen haben. Und das bedeutet, Sie sollten sich immer angucken, wie sehen die Elektrolyte im Serum und in der Vollblutmineralanalyse zeitgleich aus. Und dabei sollten Sie auch die Spurenelemente mit anschauen. Sie sollten immer Bescheid wissen über das Gesamtcoenzym Q10 und das lipidkorrigierte Coenzym Q10. Sie sollten immer Bescheid wissen über das Gesamtcarnitin, das L-Carnitin und das Acylcarnitin. Sie sollten Bescheid wissen über Vitamine. Sie müssen die antioxidativen Vitamin C, A, E, K2 aufgeteilt in Menachinon 4 und Menachinon 7 und natürlich Vitamin D kennen. Sie sollten
in der Vollblutmineralanalyse wissen, ob es toxische Metalle gibt. Wenn wir zum Beispiel Quecksilber finden außerhalb des Grundrauschens, sollten Sie keine Alpha-Liponsäure geben. Wir sollten uns anschauen, wie sieht zum Beispiel das oxidative Stressprofil aus. Also, wie viel antioxidative Kapazität ist vorhanden? Wie viel Lipidperoxidation ist da, um vielleicht zu überlegen, gebe ich denn doch eher mittelkettige Fettsäuren? Ich sollte mir die 8-Desoxyguanosin-Werte angucken, um den mitochondrialen Zellschaden zu erkennen, der, wenn ich nichts finde, im Urin nicht zwingend nicht vorhanden sein muss, sondern auch einfach nur Folge dessen sein kann, dass die Mitochondrien gar nicht Energie genügend übrig haben, um Zell- oder DNA-Reparaturen vornehmen zu können, um so gut zu funktionieren, dass sie Mutationen in ihrer DNA im Sinne der Autophagie, im Sinne der Mitophagie auch wirklich ausmausern, sodass wir das nachher im Urin oder auch im Blut finden können. Das sind so ganz wichtige Kofaktoren, an denen man eigentlich überhaupt nicht vorbeikommt. Und es macht natürlich auch Sinn, sich die Organparameter anzuschauen, sodass man mal über den Nüchternzucker, das C-Peptid und den Langzeitzucker Bescheid weiß. Dass man sich mal das Differentialblutbild anschaut, inklusive der Retikulozyten, dass man auch mal den HB sieht und dann damit auch den HbA1c-Wert in Korrelation setzt, denn wenn ich einen erhöhten Turnover der roten Blutkörperchen habe, also viele Retikulozyten und wenig Erythrozyten, dann muss natürlich auch der HbA1c-Wert eigentlich höher sein und zeigt uns an, dass der Körper den Zucker eben nicht so gut verwerten kann, wie es vielleicht der Langzeitzuckerwert widerspiegelt. Wir sollten uns natürlich um die Leberwerte kümmern, GOT, GPT, Gamma-GT, CHE, GLDH. Und wir sollten uns um das CK-NAC, CKMB, HBDH, vielleicht auch mal Gesamt-LDH, gegebenenfalls im Verlauf auch die Isoenzyme, genauso die alkalische Phosphatase und im Verlauf gegebenenfalls die Isoenzyme mal kümmern. Und natürlich müssen wir uns auch mit Lipase, Amylase die Bauchspeicheldrüse anschauen. Und wenn wir uns um das Thema Aminosäuren kümmern und Aminosäurestoffwechsel, dann brauche ich natürlich auch ein Gesamteiweiß und eine Serumelektrophorese und einen Aminosäurestatus, um zu gucken, welche Aminosäuren sind denn im Mangel und begrenzen sozusagen die Stoffwechselprozesse des Körpers. Also wo habe ich einen Improvisationsstoffwechsel, wo muss der Körper diese essentiellen Aminosäuren gegebenenfalls aus der Muskulatur herauslösen, um überhaupt in einen guten Stoffwechselprozess kommen zu können. Und wo sind bestimmte Aminosäuren, die, obwohl sie nicht gesondert ergänzt werden, plötzlich im Übermaß vorhanden sind und wo ich vielleicht feststelle, dass hier an diesen Substraten angreifende Enzyme nicht korrekt funktionieren und dann einfach mal das Biochemiebuch aufschlagen und gucke, welche Kofaktoren haben die eigentlich und was muss ich vielleicht als nächstes individualmedizinisch hier kontrollieren, um diesen Stau, den es da gibt, auszugleichen. Denn wir haben ja auch gelernt, dass das Angebot der Substrate innerhalb der Mitochondrien sehr wohl zu einer ausgleichenden Stoffwechselfunktion führt. Nur wenn die Mitochondrien das nicht können, weil ich auf Dauer immer irgendetwas falsch mache und damit auch die Mitochondrien erschöpfe, ist es eben wichtig, mich über ein Verzehrprotokoll, eine Auswertung eines solchen Protokolls hinsichtlich der Nährwerttabellen und deren Abgleich auch mit den Messwerten im Labor soweit mit dem Patienten vertraut zu machen, dass ich wirklich individuell herausarbeiten kann, was bei diesem Patienten im Argen liegt. Schauen wir uns also mal die hier dargestellten Mineralstoffe an und ich fange mal bei dem Selen als einem sehr wichtigen Mineral an, was ja wesentlicher Bestandteil des Glutations für die Entgiftung der Zellen und der Leber im Wesentlichen ist. Wesentlicher Kofaktor dazu ist ja letztendlich auch das Cystein, also eine wichtige Aminosäure. Und wie kommt es dazu, dass jemand zum Beispiel in einen Mangel eines solchen Selens kommen kann? Und dazu ist es ganz interessant, dass die Bioverfügbarkeit der Selenverbindungen, ich rede jetzt mal im Wesentlichen über die anorganischen Selenverbindungen, wie Selenit oder auch Selenat,
durch einen hohen Gehalt an Sulfaten, Thiosulfaten oder auch Schwermetallen wie Quecksilber, Blei, Arsen, Cadmium in der Nahrung, aber auch die Interaktion mit Molybden durchaus dazu führen kann, dass dieses Selen einen unlöslichen Komplex bildet, also ein sogenanntes Selenid mit Dora am Ende, und dass es dadurch und auch vor allen Dingen durch diese toxischen Metalle zu einer Blockierung der Transportproteine der Bürstensaummembran Enterozyten, also der inneren Schicht des Dünndarmepithels, kommen kann. Das wiederum führt dann dazu, dass man vielleicht im Verzehrprotokoll ausreichenden Gehalt an Selen findet, diesen aber im Blut, also in der Vollblutmineralanalyse und auch im Serumwert nicht wiederfinden kann. Es gibt sogenannte Isotopenverteilungsstudien und da wird geguckt, was passiert im Körper, also was ist ein Improvisationsstoffwechsel, wenn Selen mangelt. Und da wir ja nicht ohne Selen können, müssen wir mit dem bisschen Selen, das wir haben, in irgendeiner Form umgehen können. Und von dieser sogenannten Hierarchie der Selenoproteine wird hier gesprochen. Und da geht man davon aus, dass zum Beispiel Selen aus der Leber und der Muskulatur dann zugunsten der hormonbildenden Gewebe und der reproduzierenden Organe, also der Fortpflanzungsorgane und vor allen Dingen des zentralen Nervensystems mobilisiert wird. Das führt natürlich dazu, dass das Selen in den anderen Organen fehlt und dass es dort dann wiederum zu einer Funktionseinschränkung kommt. Bei der Leber also im Wesentlichen zur Entgiftungseinschränkung. Schauen wir uns das Thema Zink an. Zink ist ja für über 300 verschiedene Stoffwechselprozesse notwendig. Dann wissen wir, dass es bei einem Mangel zu einer Einschränkung der Polymerasen der Erbinformation, zu einer Einschränkung der Carboanhydrasen, Dehydrogenasen, Oxidoreductasen, Transferasen, Hydrolasen, Isomerasen, Ligasen, alkalischen Phosphatasen und Phospholipasen kommt. Unser Lebenswandel hängt natürlich auch damit zusammen. Das heißt, wer viel Alkohol trinkt, hat eben auch einen erhöhten Zinkverbrauch. Ein Zinkmangel ist immer mit einem Aktivitätsverlust der Bauchspeicheldrüsenfunktion verbunden und führt auch dazu, dass Enzyme ungenügend induziert werden. Problematisch ist auch wieder das Thema der toxischen Metalle. Haben wir Blei, Cadmium und Quecksilber in der Nahrung, ist auch die Aufnahme aus dem Darm deutlich eingeschränkt. Haben wir einen Zinkmangel, können wir zum Beispiel unsere Neurotransmitter weder gut auf noch gut abbauen. Schaut man sich die hormonelle Funktion an, dann haben wir Probleme bei Zinkmangel mit der Insulinproduktion, mit der Bildung von Wachstumshormonen, von Sexualhormonen, von Glucagon, also dem Hormon für die Zuckererhöhung, mit den Schilddrüsenhormonen, mit den Prostaglandinen, also denen, die mit der Gefäßerweiterung zu tun haben, als auch denen, die zum Beispiel mit der Entzündungs- oder Magen-Schleimhautschutzfunktion zu tun haben. Die ganzen Fertilitätsfragen über Testosteron und Fruchtbarkeit der Frau. Oder wir sehen, dass die Haare oder die Nägel zu weich sind, abbrechen oder nicht nachwachsen. Zink haben wir vielleicht primär gar nicht als eine antioxidative Substanz auf dem Schirm, aber ohne Zink und auch seinen Gegenspieler Kupfer oder Eisen, die drei bedingen sich in einem Dreieck, oder die hemmenden Substanzen wie Blei und Cadmium, haben wir Blutarmut, haben wir erhöhten oxidativen Stress, haben wir erhöhte Lipidperoxidation, haben wir erhöhte 8-Desoxyguanosinwerte, haben wir eingeschränkte mitochondriale Funktion. Der Gegenspieler zum Zink ist das Kupfer. Kupfer, wissen wir ja, ist zum Beispiel essentiell für Komplex 4 der Atmungskette. Wenn wir Vitamin C dazugeben, können wir Kupfer besser resorbieren. Wir erinnern, bei Selen wäre es genau das Gegenteil. Und es ist eben Bestandteil vieler kupferabhängiger Enzyme wie dem Ceruloplasmin, der Zytochrom-C-Oxidase in unseren Mitochondrien und auch der Superoxid-Dismutase. Bei den Spurenelementen ist es mir besonders wichtig, dass ich hier nochmal auf das Molybden eingehe. Das Molybden hat zum Beispiel etwas zu tun mit unserem Harnsäurespiegel. Molybden ist zum Beispiel Bestandteil der mitochondrialen Sulfidoxidase und
bindet dort ausschließlich Sauerstoffatome. Und wir nutzen es in unseren Zähnen und auch in unseren Knochen. Und wenn häufig Karies auftreten, müssen wir nicht nur nach Fluorid gucken, sondern vor allen Dingen auch nach Molybden schauen. Molybden ist letztendlich auch beteiligt an der Regeneration der NADH-Dehydrogenase und damit auch ganz besonders an unserer Energiegewinnung. Und wenn die Sulfidoxidase mangelt, weil wir nicht genügend Molybden haben, dann gibt es auch eine Sulfidtoxizität. Und viele Menschen haben eine Unverträglichkeit von Sulfiten, die ja Teil auch fast jedes Weins sind. Und auch in diesem Fall wäre es sinnvoll, mal zu gucken, wie sieht es eigentlich mit meinem Molybdenspiegel aus. Das Vitamin E ist quasi der Redoxpartner zum Vitamin C. Und die beiden sind besonders wichtig für den Schutz vor Lipidperoxidation in unserer Doppellipidmembran, sowohl der Zellen als auch der Mitochondrien. Während das Alpha-Tocopherol eine relativ niedrige antioxidative Kapazität hat und auch sich kumulieren kann und auch über ATP-abhängige Kanäle in die Zellen transportiert wird, wäre das Tocotrienol, auch eine besondere Unterart des Vitamin Es, was leider in den Laboruntersuchungen nicht explizit gemessen werden kann, von besonderer Bedeutung, weil dieses Tocotrienol per Diffusion in die Zellen kommt, eine sehr kurze Halbwertszeit hat und dadurch eine deutlich höhere antioxidative Kapazität hat und eben nicht in dieser Form wie das Alpha-Tocopherol kumulieren kann. Und wenn man sich dazu entsprechende Studien anschaut, dann sieht man, dass man mit den Tocotrienolen sogar eine so gute Antientzündlichkeit und Mikrodurchblutungsverbesserung hinbekommt, dass über ein Zeitfenster von etwa 3 Jahren sogar Glioseherde im Hirn verschwinden können und dass es Zusammenhänge bei Brustkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs, aber auch bei Prostatakrebs gibt, wo durch den Einsatz dieser Tocotrienole eine sogar krebsabtötende Wirkung stattfindet in vitro. Und dass es aber durchaus auch in vivo Beobachtungsstudien gibt, wo man diese Effekte sieht. Bedeutet aber auch, dass man das Vitamin C nicht einmal morgens einwirft, sondern passend zu diesen Tocotrienolwerten, die mehrmals am Tag gegeben werden, auch mehrmals am Tag in kleineren Mengen anbieten sollte. Meine Erfahrungen bezüglich der Messungen dazu zeigen, dass eine etwa 3-malige Einnahme von 200 Milligramm über den Tag verteilt, also morgens, mittags, abends oder alle 8 Stunden, zu einem sehr guten Äquivalenzwert im Blut führt. In Einzelfällen sind höhere oder häufigere Dosierungen notwendig. Sind diese beiden Vitamine nicht miteinander ausgeglichen, besteht die Gefahr, dass aus einem Antioxidans dann im Verlauf auch ein Oxidans wird. Eine besondere Bedeutung hat das Vitamin A. Vitamin A kann, wenn es zu wenig ist, natürlich erhebliche Fehlfunktionen nach sich ziehen. Darüber habe ich ja schon ein eigenes Video mal verfasst. Wenn man aber auch nur zu viel davon hat, kann das Ganze sich eben auch ins Negative umschalten und zu einer mitochondrialen Dysfunktion mit einer Elektronleckage führen. Und insofern, wir haben mit Alpha-Synukleinanstiegen, wir haben mit Stress im endoplasmatischen Retikulum, wir haben mit einem Abfall vom Brain-Derived Neurotrophic Factor zu rechnen, wir haben mit erhöhten Wasserstoffperoxidbildungen zu tun, wir haben Beschädigung, also Anstieg der Lipidperoxidation als Folge zu rechnen, und deswegen ist es wichtig, dass man Vitamin A nicht im Mangel, aber auch auf gar keinen Fall zu viel hat. Und deswegen bedeutet es, wenn man mit Vitamin A Ergänzungen arbeitet, dass man hier A natürlich daran denkt, es ist ein fettlösliches Vitamin, also es mit Fetten wie bei allen fettlöslichen Vitaminen zusammenzugeben, auf der anderen Seite aber auch engmaschig zu kontrollieren, um wirklich die individuell notwendige Dosis zu finden. Und die ist in der Tat äußerst unterschiedlich. Manche haben mit geringen, ganz normalen Mengen schon eine Top-Versorgung und andere nehmen
Mengen zu sich, wo man von Toxizität reden würde, und im Blut findet man trotzdem noch suboptimale Werte. Und hier ist es ganz wichtig, wirklich zu messen und nicht blind zu geben. Das Coenzym Q10 ist hauptsächlich in den Mitochondrien zu bilden, und zwar hauptsächlich in den Zellen der Leber, aber kann nahezu in allen Geweben der Organe auch selbst hergestellt werden, wenn denn genügend von der Aminosäure Tyrosin, die aus Phenylalanin gebildet wird und aus der wir ja auch Schilddrüsenhormon und auch das Melanin für die Hautbräunung und auch das Dopamin für die Belohnung herstellen. Wir brauchen dringend einen Methylgruppendonator, wie zum Beispiel das S-Adenosylmethionin SAM. Das funktioniert aber wiederum nur, wenn die B-Vitamine Bravo 3, Bravo 5, Bravo 6, Bravo 9 und Bravo 12 auch wirklich zur Verfügung stehen. Daher stelle ich sehr häufig fest, dass bei den Patienten, die in meine Praxis kommen und mit Burnout-Symptomatik beladen sind und mit Erschöpfungssymptomatik beladen sind und mit eindeutiger mitochondrialer Dysfunktion gestraft sind, dass wir eben auch erkennen, dass keine ausreichende Coenzym Q10-Bildung stattfinden kann, die ja auch als wichtiges Antioxidant in den Membranen, in den Doppellipidmembranen vorkommt und dort dafür verantwortlich ist, dass im Rahmen der Elektronentransportkette die mitochondriale Energiegewinnung eben stattfinden kann. Und demzufolge haben wir eben ganz häufig Probleme in Organen vorrangig des Herzens, der Leber und der Niere, aber natürlich auch in den Nervenzellen, denn die sind ja die Zellen mit dem höchsten Energiebedarf. Und wenn das Coenzym Q10 als antioxidative Wirkung neben Vitamin E und Carotinoiden und Alpha-Liponsäure als fettlösliches Antioxidant in diesen Lipidmembranen fehlt, ist dort natürlich eine erhöhte Lipidperoxidation da und damit wiederum eine Einschränkung der Mitochondrienfunktion, die dann, um sich nicht selbst zu schädigen, logischerweise in die Schutzschaltung geht. Und das Ganze geht dann wieder einher mit einem erhöhten Risiko für Gefäßverkalkung, für Tumorerkrankung, für Diabetes mellitus, für Herzmuskelerkrankung, für die Herzschwäche, aber natürlich auch für zum Beispiel Morbus Alzheimer und andere Demenzen. Und daher ist natürlich beim erhöhten oxidativen Stress auch der Coenzym Q10-Bedarf erhöht. Und dazu gibt es ja auch Studien, die über ein Zeitfenster von länger als 2 Jahren laufen. Darüber habe ich ja auch schon in einem Video berichtet, wo man bei Herzschwächepatienten durch die Gabe von Coenzym Q10 3x100 Milligramm innerhalb von 6 Monaten überhaupt keinen Vorteil gesehen hat, aber nach 2 Jahren dann plötzlich eine verbesserte Überlebenszeit der Verum-Gruppe hatte, in dem 43% mehr Menschen dort weiterlebten und wenn man nur die Europäer nahm, sogar 53%. Sodass also das Coenzym Q10 auf keinen Fall bei mitochondrialer Dysfunktion außer Acht gelassen werden darf. Und das gilt natürlich auch genauso für das Carnitin, was der Körper sich ja eigentlich auch selber bilden sollte und eben häufig nicht selber bildet und damit eben einen ganz wesentlichen Nährstoff, nämlich die Fette, nicht der Energienutzung zuführen kann. Wenn ich also Fettsäuren habe, die länger als C14-Atome sind, dann benötige ich ja die Peroxisom im Zytosol, um die kleiner zu schneiden, was ja auch Peroxidation ist. Dann habe ich die zwischen C9 und C14, dafür brauche ich das Acyl-L-Carnitin, um sie überhaupt aus dem Zytosol in die Mitochondrien importieren zu können. Und dann brauche ich das L-Carnitin, um im Rahmen der Beta-Oxidation die C-Atome abschneiden zu können, damit wir am Ende über Acyl-CoA eben auch die Energie über den Import in den Citratzyklus in die oxidative Phosphorylierung
Elektronentransportkette hineinbringen zu können. Und wenn ich dann kein Carnitin, kein L-Carnitin habe, dann kann es sogar passieren, dass ich mir die Mitochondrien mit Fettsäuren zumülle und damit eine mitochondriale Dysfunktion erzeuge. Habe ich mittelkurzkettige Fettsäuren, dann ist es möglich, also unter 10,9, diese auch ohne dieses Carnitin dem Prozess zuzuführen. Um den Bogen jetzt nicht noch weiter zu spannen, denn das sind ja alles wesentliche Spezialunterthemen des Oberthemas des bioenergetischen Gesundheitsindex, möchte ich Ihnen hiermit aber verdeutlicht haben, wie wichtig es ist, dass Sie sich mal die Zeit nehmen, sich die einzelnen Substanzen, die sie ergänzen, dahingehend zu erarbeiten, wo die eigentlich überall ihre Interaktionen haben und wie sie sich erklären können, warum sie, obwohl sie dies und jenes tun, dennoch an einer bestimmten Stelle nicht weiterkommen. Oder spätestens, wenn sie feststellen, dass sie nicht weiterkommen, sollten sie sich diese Frage stellen, um sozusagen für Ihren Patienten dann eine individuelle Diagnostik und eine individuelle maßgeschneiderte Therapie anbieten zu können. Und dann, ja, finde ich, macht Medizin so richtig Spaß. So, und wenn Sie das für heute mal mitnehmen, dann bekommen Sie jetzt beim nächsten Mal tatsächlich den bioenergetischen Gesundheitsindex erklärt. Also ich freue mich auf Sie, dass Sie bei Teil 3 auch dabei sind.